Ein Unternehmen ist schnell angemeldet. Man kann quasi von heute auf morgen zum Freelancer bzw. Unternehmer werden. Leider wissen aber die meisten dabei nicht, welche Versicherungen sie für ihr Gewerbe abschließen müssen und welche sie abschließen sollten. Bei der Gründung von meinem Unternehmen 2018 stand ich genauso vor demselben Problem. Ich wusste nicht, welche Versicherungen sind Pflicht, welche Versicherungen sind ein Must-Have und welche Versicherungen können einfach kurz warten, die ich aber trotzdem im Kopf behalten sollte. Hi, mein Name ist Serge, ich bin Content Creator und selbstständiger Foto- und Videograf und im heutigen Video möchte ich dir über die Versicherungen erzählen, die ich für relevant halte, die dein Leben retten können oder dein Business retten können, besser gesagt. Versicherungen, die toll sind, sind aber vielleicht nicht am Anfang so ein Must-Have. Ich habe heute die Versicherungen in 3 Kategorien aufgeteilt. In Pflichtversicherungen, in Must-Have-Versicherungen und in Nice-to-Have-Versicherungen. Sorry für dieses Denglisch, aber diese Worte passen irgendwie besser dazu. Pflichtversicherungen. Momentan besteht für selbstständige Creator, für selbstständige kreative Freelancer nur eine Pflichtversicherung. Und das ist die Krankenversicherung. Die ist Pflicht in Deutschland. Man hat aber die Wahl, ob man sich privat versichern lässt oder ob man über die gesetzliche Krankenversicherung versichern lässt oder über die Künstlersozialkasse. Da ist jedem selber überlassen. Ich bin selber direkt über AOK versichert und zwar aus folgendem Grund, weil ich bei der Künstlersozialkasse zwar drin bin, ich habe angegeben, dass ich auch teilweise mein Einkommen aus Online-Shop, digitalen Produkten generiere, Presets, Coaching und so weiter. Und diese Tätigkeiten fallen nicht in diese künstlerische Tätigkeiten und deswegen decken sie meine Krankenversicherung nicht ab. Ich zahle den vollen Beitrag, aber der ist auch nicht zu hoch. Vor allem, wenn man am Anfang startet, ist der Beitrag bei der gesetzlichen Krankenversicherung deutlich niedriger als bei der privaten Krankenversicherung. Und man kann aber aus der gesetzlichen in die private jederzeit umspringen. Mein Tipp dabei, mit der gesetzlichen zu beginnen, über die Künstlersozialkasse oder direkt bei der AOK, Barmer und so weiter. Die haben alle denselben quasi Einstieg, minimalen Einstieg und momentan liegt der, glaube ich, bei 193 € im Monat. Das tut jetzt nicht so brutal weh, aber man kann zum Arzt gehen, ohne Angst zu haben, wie die Amerikaner, ne? Und von daher, ich finde es wichtig. Und Krankenversicherung ist eine Pflichtversicherung. Das ist auch momentan die einzige Pflichtversicherung, aber zu dem Drehzeitpunkt im Februar 2020 diskutiert man gerade darüber, die Rentenversicherung auch als Pflichtversicherung zu machen. Momentan ist es nicht so, aber man will das, glaube ich, ab April, Mai, Juni eventuell einführen. Wir lassen uns überraschen, aber zum heutigen Zeitpunkt ist es keine Pflichtversicherung. Wenn man aber bei der Künstlersozialkasse drin ist, wird die Rentenversicherung automatisch zu der Pflichtversicherung. Also sie zwingen einen, das zu bezahlen. Sie übernehmen den Arbeitgeberanteil, die 50%, und man selber zahlt dann die restlichen 50%. Wiederum, wenn man beginnt, dann ist die Rentenversicherung nicht so hoch. Die orientiert sich natürlich nach dem Einkommen. Der Mindestbeitrag liegt, glaube ich, bei 116 €. Den zahle ich auch jetzt gerade. Und da muss sich jeder überlegen. Aber wie gesagt, Pflichtversicherung ist nur Krankenversicherung, außer man ist bei der Künstlersozialkasse, dann wird die Pflege- und Rentenversicherung mit zu Pflicht. Rentenversicherung ist momentan so in der Schwelle zwischen Pflicht und Must-Have. Ich würde diese sogar ganz vorsichtig zu Pflicht einfügen, weil man sollte um sein späteres Ich sich kümmern. Und wenn man aber vorhat, Millionen zu verdienen und dann von der Krankenkasse oder von der Rentenversicherung nicht abzuhängen, glaub mir, das Geld wird dir ja später nicht schaden. Das kannst du immer noch spenden. Wenn du aber, sagen wir mal vorsichtig, deine Träume nicht verwirklichst, dann wird das Geld dir deinen Arsch retten. Schaden wird es auf jeden Fall nicht und deswegen denke ich, Rentenversicherung schiebe ich ganz vorsichtig zu der Pflichtversicherung. Noch ein kleiner Tipp bei der Rentenversicherung. Man unterscheidet bei der Rentenversicherung zwischen gesetzlichen und privaten Rentenversicherung. Und der Unterschied ist minimal. Wobei ich meine, bei den Beträgen ist er nicht minimal. Der Unterschied ist aber folgender. Die gesetzliche Rentenversicherung ist nicht antastbar. Sie wird nicht wie Kapital angesehen. Die Rentenversicherung, die man privat abschließt, wird wie Kapitalvermögen angesehen. Das bedeutet, solltest du, und ich hoffe, das passiert nie, solltest du irgendwann Insolvenz anmelden, wird man deine private Rentenversicherung mit
antasten und mit zur Schuldendeckung nehmen. Die gesetzliche wird man nicht anfassen. Und das war bei mir so ein Moment, wo ich mir dachte, wow, wo soll man sowas lesen? Und das habe ich bei einer Beratung von der Allianzversicherung bekommen, quasi diese Informationen. Und die dachte ich, teile ich unbedingt mit dir mit. Ich bin der Meinung, man sollte eine gesetzliche Rentenversicherung abschließen. Und wenn man sagt, okay, das ist mir nicht genug, ich möchte später 50.000 im Monat verdienen, dann kann man immer noch private Rentenversicherung zusätzlich abschließen. Und dann hat man 2 Rentenversicherungen und die schaden auch nicht. Wenn man aber nur die private abschließt, kann es im Insolvenzfall sein, dass man absolut gar keine Rentenversicherung am Schluss hat. Und das ist, was den meisten Selbstständigen im Alter das Genick bricht. Sie ackern ihr Leben lang und dann gegen Ende passiert irgendetwas. Die gehen pleite, melden ihr Unternehmen ab, sind verschuldet. Und man pfändet auch die Rentenversicherungskonten bei den privaten Versicherungen und das ist sehr, sehr gefährlich. Gut, gehen wir zu den Must-Have-Versicherungen. Und das sind Versicherungen, die ich persönlich für sehr wichtig halte. Denn sie können einem A. den Hintern retten und B. den Genickbruch deines Unternehmens vermeiden. Und zwar, ich rede von den 3 Versicherungen, die ich persönlich abgeschlossen habe. Keine Werbung, einfach nur, ich habe die bei der Allianz abgeschlossen und die haben mich sehr gut beraten. Ich habe 3 Versicherungen abgeschlossen. Versicherung Nummer 1 ist Rechtsschutzversicherung. Und ich weiß, dass sehr, sehr viele Freelancer sagen, ach, ich habe kein Geld für Rechtsschutzversicherung, ich verdiene nicht so viel, unwichtig. Meine Lieben, wie oft ist vorgekommen, dass der Kunde nicht zahlt? Ich glaube, einer von 10 mindestens, wenn nicht mehr. Und dann trauen sich viele Freelancer nicht zu dem Anwalt zu gehen, weil sie sich unsicher sind, was passiert, muss ich vorzahlen, nicht und so weiter und so fort. Und dann trauen sie sich nicht, diese Sachen einzufordern. Ich finde, Rechtsschutzversicherung ist fast schon Pflicht für mich. Man ist geschützt, wenn man angeklagt wird, wenn man bei irgendwelchen Sachen, bei irgendwelchen Streitigkeiten, man macht Business. Und im Business gibt es immer Streitigkeiten. Und jeder Freelancer, finde ich, sollte eine Rechtsschutzversicherung haben, weil ich habe leider von ein paar Unternehmen gehört, die gesagt haben, ach, den bezahlen wir nicht. Das sind Schweine, aber die haben gesagt, den bezahlen wir nicht und der wird sowieso nicht zum Anwalt laufen. A, die Rechnung ist zu klein und B, der hat wahrscheinlich keine Rechtsschutzversicherung. Und da ist keiner versichert davon, außer man hat Rechtsschutzversicherung. Und so eine Rechtsschutzversicherung ist nicht teuer. Ich zahle für meine zum Beispiel 50,74 € im Monat. Das sind 600 im Jahr, aber was die mir bieten kann, Streitigkeiten, verklagen, irgendwelche Rechnungen anfordern, abmahnen, alles direkt über den Anwalt und man hat keine Sorgen. Deswegen Rechtsschutzversicherung, ein großes Must-Have. Zweite Must-Have-Versicherung ist meiner Meinung nach die Haftpflichtversicherung, also die Betriebshaftpflichtversicherung. Und zwar aus dem folgenden Grund. Man denkt, ja, ich habe ja privat welche. Nein, wenn du geschäftlich unterwegs bist, wenn du bei einem Auftrag bist oder folgendes, du musst ja immer der Versicherung sagen, was du da gemacht hast. Und wenn du sagst, dass du beruflich unterwegs warst, wird die normale private Haftpflichtversicherung nicht eingreifen. Glaub mir, die werden immer einen Grund finden, um nicht zu zahlen. Das ist normal, das ist deren Business. Die wollen das Geld nicht ausgeben, sondern nur kassieren. Und von daher ist eine Betriebshaftpflichtversicherung ein Must-Have, ein Muss. Stell dir vor, du bist im Studio. Du hast einen Auftrag für, weiß ich nicht, McFit, ein schönes, sportliches Model zu fotografieren, zu filmen, whatever. Und dabei bewegst du dich unvorsichtig und irgend so ein Licht, Lampe, noch irgendwas, fällt auf das Model und zerkratzt ihr das Gesicht und hinterlässt eine Narbe. Sie verklagt dich. Es entstehen Millionenschaden. Sie kann behaupten, sie kann danach ihren Beruf nicht ausüben, sie kann nicht mehr modeln. Was machst du dann? Wie bezahlst du das? Und da greift die Haftpflichtversicherung ein, denn in meiner Haftpflichtversicherung sind, ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher, aber zwischen 3 bis 6 Millionen Euro Personenschaden abgedeckt. Wenn ich etwas beim Shooting jemanden umstoße, irgendwas anstelle, kann es dann abdecken und ich werde nicht ruiniert sein. Das gleiche gilt für Studiomiete zum Beispiel. Du kippst irgendwelche Geräte um, irgendeine teure Kamera, die du ausgeliehen hast, noch sonstiges.
Ausleihgeräte, alles wird abgedeckt. Und ich zahle für meine Haftpflichtversicherung 14 Euro im Monat. Das ist ein Witz. Das ist echt ein Witz. Das ist nicht viel. Ich zahle sogar nicht mal monatlich. Ich habe das jetzt nur rauskalkuliert. Ich zahle vierteljährlich 40 Euro. Das ist nicht viel. Das rettet dir aber den Hintern. Also Haftpflichtversicherung Nummer 2, must have. Must-have-Versicherung Nummer... Must-have-Versicherung Nummer... Schon wieder. Must-have-Versicherung Nummer... 3 ist die Inhaltsversicherung. Und von dieser Versicherung hatte ich gar keine Ahnung, bevor ich mich beraten ließ. Und zwar Inhaltsversicherung schützt dein Equipment. Deine Kamera, deine Mikros, deine Laptops und so weiter und so fort. Sagen wir mal, es brennt hier bei mir und einige Sachen gehen kaputt. Ich habe nicht sofort das Geld auf der Seite, um mein ganzes Equipment wieder einzukaufen. Ich verdiene aber mein Geld mit dem Equipment. Also das ist so, was mache ich da? Und so eine Inhaltsversicherung sichert deinen Inhalt ab. Du musst ungefähr angeben, welche Höhe vom Inhalt sie versichern soll. Und dadurch rechnet sich auch dann die Höhe der Versicherung aus. Bei mir sind es 28,74 Euro monatlich. Und ich werde im Fall der Fälle bis zu 17.500 Euro von denen ausbezahlt bekommen. Es sichert zum Beispiel solche Sachen ab, du fährst zu einem Auftrag, hast einen Autounfall und dabei gehen Sachen kaputt. Du bist bei einem Auftrag und Sachen werden geklaut. Ja, solche Sachen. Du, weiß ich nicht, lässt deine Tasche fallen ins Wasser, keiner hat es verschuldet, nur du, aus Versehen, wirklich, du stolperst irgendwo, filmst auf dem Wasser. Das ist die Inhaltsversicherung, die das alles absichert. Und die ist nicht teuer, wie gesagt, insgesamt. All diese 3 Versicherungen, Rechtsschutz, Haftpflicht und Inhaltsversicherungen, laufen sich zusammen auf 120 Euro im Monat. Und das ist nicht viel, meine Lieben, und das rettet mir aber meinen Hintern im Fall der Fälle. Und wenn man diese 120 Euro nicht im Monat aufbringen kann, dann läuft irgendwas schief im Business. Also 120 Euro müsste man im Monat aufbringen können. Das waren jetzt die Top 3 Must-Have-Versicherungen, die ich persönlich abgeschlossen habe und die ich dir wirklich ans Herz lege abzuschließen. Es gibt noch 2 Nice-to-Have-Versicherungen, die ich noch nicht habe, die ich aber die ganze Zeit im Auge behalte. Und sobald ich meine Umsätze ein bisschen steigere, werde ich diese auf jeden Fall abschließen. Die erste Versicherung bei Nice-to-Have ist die Arbeitsunfähigkeitsversicherung. Ich habe immer so gedacht, so, ach, zur Not, wenn ich mir Beine breche oder Arme oder keine Ahnung, kann ich immer noch Webseiten gestalten und so weiter und so fort. Aber eine Sache bedenken viele nicht und das ist Burnout. Und Burnout ist eine sehr, sehr perfide Krankheit, die sich von hinten heranschleicht und plötzlich auftritt, wo man gar nicht erwartet. Und dann kann es sein, dass man diesen Beruf nie wieder ausüben kann, weil man einfach durchbrennt. Passiert leider zu oft. Was macht man dann, wenn man nur das kann? Und da greift die Arbeitsunfähigkeitsversicherung. Ist ein nice to have, wenn man genug Budget hat. Ist aber jetzt nicht sofort Pflicht am Anfang und wie gesagt, ich habe das selber noch nicht. Die zweite Versicherung bei nice to have ist die Unfallversicherung. Und Unfallversicherung ist, wenn du selber quasi einen Unfall hast und ja, bezahlt werden möchtest, während du ausfällst. Und das kann zum Beispiel passieren, du gehst mit der Familie Skifahren, gehst Snowboarden oder noch irgendwas, brichst dir dabei die Beine, hoffentlich nicht, und kannst für, weiß ich nicht, 6, 7, 8 Wochen gar nicht mehr Video drehen. Obwohl Vitali und ich haben uns vor kurzem unterhalten und habe ich gesagt, so, ja, dann kann ich im Rollstuhl, da brauche ich keinen Gimbal. Filmen, weißt du, so. Da kann ich so meinen Gimbal halten oder irgendwas ähnliches und dann fahren. Nee, okay, Spaß beiseite. Unfallversicherung auch ganz, ganz wichtiges Ding, denn du bist jetzt dein eigener Arbeitgeber und wenn du nicht arbeiten kannst, kann dich keiner bezahlen und solche Sachen können aber locker passieren, that's life und von daher ein nice to have Unfallversicherung schließe ich auch irgendwann ab, ganz sicher. Ich schwöre, Bruder, ich schwöre, ich schließe es ab. Bam! So, das waren jetzt meine Versicherungen, meine Versicherungstipps. Ich hoffe, ich habe dir keine falschen Informationen vermittelt. Wenn dir etwas auffällt und wenn du sagst, hey, hier könnte man was verbessern, hier könntest du noch eine Versicherung empfehlen oder sonstiges, kommentiere es, lass es unter dem Video. Ich bin offen für Kommunikationen, für Tipps und vor allem, weil heutzutage
nicht das Problem ist, Informationen zu finden, sondern das Problem ist, die richtige Information rauszufiltern, wie zum Beispiel die Sache mit dem Freelancer und Freiberufler. Dazu drehe ich auch noch ein Video, weil das ist ein Riesenunterschied und das ist einer der größten Fehler, die heute gemacht werden, weil die Leute glauben, dass es dasselbe ist. Aber dazu später, dazu in den nächsten Wochen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn du meinen Channel noch nicht abonniert hast, tu das bitte. Hier kommen sehr, sehr viele Videos dieses Jahr, die ähnlich sind wie Versicherungen, alles rund um Freelancer-Business. Und ich habe auch noch einen Telegram-Channel, einen exklusiven Telegram-Channel, in dem man quasi sich einloggen kann, sich die App Telegram runterladen kann und da poste ich so kleine Quick and Dirty Tipps über verschiedene Business-Aspekte von Freelancern, von Content-Creatern und so richtig schnell Videos mal raushauen, mal kleine Podcasts raushauen. Und wenn du Bock hast, abonniere das, folge mir auf Instagram, folge mir überall einfach. Ne? Und ich freue mich über die ganze Community, ich freue mich, dass ich helfen kann. Ich hoffe, du bist beim nächsten Mal dabei. Bleib kreativ, bleib frei. Peace out.